Retuschierte Bilder fördern das Ideal von makellosen Gesichtern bzw. Körpern. Durch Instagram und Co. werden diese gewissen Schönheitsideale verbreitet und erreichen besonders die jungen Generationen. Gerade bei minimalinvasiven Behandlungen werden daher die Patienten immer jünger. Macht sich diese Entwicklung auch bei Ihnen in der Praxis bemerkbar? Wie stehen Sie zu diesem Trend? Ein wahnsinniger Trend zurzeit ist, halt eben auch durch die Medien, durch Instagram etc., durch Facebook, dass die Patientinnen immer jünger werden. Ich finde das ein bisschen erschreckend, weil ein junger Mensch, der kann Probleme haben, der kann zum Beispiel entstellte Nase haben, der kann Segelohren haben, eine überschüssige Haut durch Gewichtsabnahme, hängende Brüste, zu große Brüste, zu kleine Brüste, hängende Bäuche, durch auch zu viel Volumen an Essen oder auch Lipödeme. Da finde ich Eingriffe bei jungen Leuten gut, aber wenn sie sich durch Instagram-Bilder, die wirklich zu 100% alle retuschiert sind und eigentlich ein künstliches Leben darstellen, eine fiktive Welt, die nicht existiert, wenn man diesem versucht, als junger Mensch schon nachzurennen, um das in dem eigenen Spiegel, was aber nicht retuschiert ist, darzustellen, läuft man Gefahr, schon frühzeitig Probleme zu bekommen. Zum Beispiel, dass Gesichter gar nicht mehr zu behandeln sind, weil zu viele verschiedene Filler drin sind, weil zu viel behandelt wurde, die Haut immer dünner wird, Fremdkörperablagerungen es gibt und dadurch eigentlich ein Gesicht mit 40 austherapiert ist und ich da gar keine Frische und nichts mehr hineinzaubern kann. Ich finde den Trend eher gefährlich und ich glaube auch für die Psyche dieser Mädchen ist es sehr gefährlich durch das Instagram und die Darstellung dieses perfekten Menschen, den es nicht gibt, verlieren wir alle in unsere individuelle Menschlichkeit und dadurch auch unsere Attraktivität, weil ein Retortenmensch ist nicht attraktiv. Attraktivität kommt durch was anderes, kommt durch die Ausstrahlung, durch die Interaktion, durch die Intelligenz, durch eine sprachliche Kompetenz und nicht durch ein Botox oder durch ein Filler. Die Medien beeinflussen diese jungen Mädchen negativ und ich glaube auch, dass es langfristig psychologische Folgen hat.